wenn Hindernisse kommen, müssen wir wissen, wie wir damit umgehen. Ja? Hindernisse, die wechseln dann. Manchmal ist Ärger, manchmal ist starke Verlangen, ja? Manchmal ist Mächtigkeit, Schläfrigkeit, ja? kein lustlos, ja? Sowas auch kann kommen, können Zweifel kommen. Ja? Das ist sehr oft ein Phänomen, das auftaucht. Zweifel, ob man selber schafft oder selbst man gut genug ist und so weiter. Ja? Diese Zweifel können kommen. Diese Zweifel, aber man muss es wirklich wie nachdenken. Ich habe einmal gehört, dass diese Zweifel verbunden sind mit sich anstrengen müssen. Ja, dass man selber nicht diese Energie aufbringen möchte, um zu praktizieren. Ja? Wenn es Ärger, dann lieber ärgert man sich, als zu denken, ja, dieser Mensch leidet genauso wie ich, er hat genauso gleiche Anspruch an Leben und Wünsche und Abneigung und Angst und leidet genauso wie ich. Ja? Er ist nicht dazu da, nur auf mich dann Ärger mit mir sich zu ärgern, nur er leidet, genauso leidet, wie ich in diesem Moment leide. Also erstmal ein bisschen die Perspektive wechseln, nicht an sich nur denken. Ja? Ja, wenn wir selbst Verlangen haben, ja, dann aus diesem entsteht Leiden in der Welt. Wenn wir tun und so weiter für die andere, dass die anderen glücklich sind, selbstlos, diese Selbstlose, aus diesem gebaut ist Glück. Ob das hier Glück oder bei dem anderen Glück. Wenn wir aber hinter dem Glück sind, dass wir selber glücklich sind, erschaffen wir Leiden. Deswegen zu diesem selbstlosen Glück. Ja? Und das ist eigentlich unser Ziel auch als Nonne, selbstlos. Ja? Bhikkhuni sein bedeutet immer mehr und dem Loslassen. Immer mehr loslassen, selbstlos zu sein. Ja? Selbst an eigene nur Bedürfnisse denken. Man lebt für die anderen, man lebt das Dhamma weiterzugeben, ja, und so sich zu reinigen, dass man letztendlich den Tuende aufgelöst wird. Ja, am Ende ist es leider auch bei uns ausgelöscht. Ja. Man muss es die verstehen, aber die Sache sollte nicht sein, dass wir das, was wir tun, dass wir an uns nur denken, dass wir glücklich sind, wir satt sind, wir ausgeschlafen sind, wir glücklich, ja, nicht also ich. Und das hilft auch, wenn wir die Hindernisse an dem arbeiten. Diese Einstellung. Nicht ich leide jetzt, ich bin jetzt unglücklich, ich habe jetzt Angst, ich habe jetzt das, ich habe jetzt... So kommen wir nicht raus. Deswegen die Großzügigkeit so wichtig. Weil wenn die Großzügigkeit verstanden wird, ja, sind alle Handlungen, sind auch die Metta, ja, es ist nicht nur, dass ich dann glücklich jetzt bin und mein Ärger weg ist, nur dass das Leiden aus der Welt dadurch minimiert wird. Eine Person, die dann unzufrieden ist, verärgert ist, mit großem Anspruch, ganz 100 Menschen kann beeinflussen. Ja. Man fühlt sich schlecht, weil die eine Person fühlt sich schlecht. Ist das so? Ist das so? Also das ist es, wir müssen immer reflektieren und die Weise hören, die Hinweise.
und dann denken, ja, wir arbeiten jetzt mit den 5 Hindernissen, aber was ich tue jetzt, dann tue ich zum Frieden für die Welt. Dann ist noch dieses Selbstbezogene rausgenommen dadurch. Wenn ich denke, jetzt bin ich so sauer, die hat dann, ich mache jetzt Metta. Funktioniert nicht. Denke ich aber, diese Person ist so verwirrt, die leidet in diesem Moment selber so stark, die macht Blödsinn und redet Blödsinn, aber die leidet wirklich selber. Ja? Wenn ich selber jetzt verärgert bin, dann sind wir 2 Leidende und diese Energie oder diese Stimmung geht noch weiter, dann sind noch mehr in diesem, ja, dann ist für die Motivation an sich zu arbeiten eine heldenhafte, aber heldenhafte nicht als Person, ja, etwas Erhabenes. Und das gibt wieder Kraft für die Praxis. Nicht ich bin so gut, weil ich mich entschuldigt habe, obwohl die hat mich verärgert. Das nicht. Ich bin nicht die Beste. Ich habe ein Drama mit diesem meinem Demut, ein Drama ausgenommen aus der Welt. Wäre ich mit Ärger reingekommen, ja, würde das eskalieren vielleicht. Und das kann ganz stark eskalieren. Wir müssen uns von unserem Verhalten so bewusst werden. Nicht dramatisieren, ja, aber das alles hat eine Wirkung. Und dass unsere Motivation so sein, an sich zu arbeiten. Ja, aber für den Frieden in dem Ort, für den Frieden in der Welt, ist es wunderbare Motivation. Und bringt auch Kraft und bringt schnell Fortschritte. Das habe ich bemerkt. Diese Selbstlose, wenn ich schaffe, das so zu sehen, dass ich nicht für mich das tue, für andere, das gibt mir enorme Kraft. Auch eine Entschlossenheit. Die Paramis entwickeln sich. Dann sind auch die Arbeit mit den Hindernissen, ja, mit Weisheit verbunden. Und das brauchen wir. Ja.